Denke einfach positiv. Vergib und lass los, meditiere jeden Tag. Ich bin Coach und ich habe Tausende von Klienten begleitet und diese 3 Sätze, die habe ich nie gesagt. Und heute erkläre ich dir auch warum. Ich heiße Silvi, ich bin ehemalige Managerin aus einem internationalen Konzern, Spiritual Coach und Medium. Und nach meinem eigenen Burnout habe ich einen Weg durch die spirituelle Welt gemacht mit allem, was dazu gehört, den echten Einsichten und den enttäuschenden Mythen. Und heute sprechen wir über 3 Ratschläge, die du überall hörst, die gut gemeint sind, die sogar eher einen wahren Kern haben und die trotzdem oft genug mehr Schaden anrichten als helfen. Und ich zeige dir nicht nur, was ich nicht empfehle, ich zeige dir, was stattdessen wirklich hilft. Ratschlag Nummer 1: Denk einfach positiv, dann wird alles gut. Fangen wir mit diesem Klassiker an. Deine Gedanken erschaffen deine Realität. Wenn du positiv denkst, dann wird alles gut. Wenn du negativ denkst, dann ziehst du alles Negative an. Ich verstehe die Intention wirklich, 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 ja, dass unsere innere Haltung, unsere Wahrnehmung beeinflusst, das stimmt auch. Aber wenn jemand wirklich in einer extrem schwierigen Situation ist, in einem schweren Burnout, in einer chronischen Erkrankung steckt, in einer toxischen Beziehung feststeckt oder mit Depressionen kämpft und der Ratschlag lautet, denk einfach positiver, dann passiert etwas Gefährliches. Die Person lernt, ihre echten Gefühle wegzudrücken. In der Psychologie gibt es dafür, soweit ich weiß, ich bin keine Psychologin, Spiritual Bypass. Man überspringt die eigentliche Arbeit. Das Fühlen, das Hinschauen, das Verarbeiten und bleibt an der Oberfläche. Und weißt du, was es mit dir langfristig macht? Äh, Es verstärkt genau das, was du loswerden willst. Und was wirklich hilft in diesem Fall, ist Gefühle zuzulassen, nicht sie wegzujagen. Wenn Wut hochkommt, benenne sie. Ich bin gerade wütend oder lasse einfach die Wut zu, bis sie vorbeizieht. Wenn Trauer kommt, spüre rein. Erst wenn ein Gefühl wirklich gefühlt wurde, kann es sich mit der Zeit auch auflösen. Wenn du es wegdrückst, dann bleibt es in dir stecken und es kumuliert über die Zeit und es wird nur noch schlimmer. Und wenn dir jemand in der spirituellen Welt gesagt hat, dass negative Gefühle nicht in Ordnung sind, weil dann bist du kein guter Mensch oder dann bist du nicht spirituell, dann kannst du das getrost beiseite schieben. Wir sind alle Menschen und diese Gefühle gehören einfach dazu. Ratschlag Nummer 2: Vergib und lass los. Das ist mein Favorit. Du musst vergeben, nur dann kannst du loslassen und weitergehen. Das haben wir alle schon mal gehört, oder? Auch hier, ich sehe den Kern. Vergebung kann zutiefst heilsam sein. Aber als erster Schritt an jemanden, der gerade Verletzungen verarbeitet oder noch mitten in einer toxischen Dynamik steckt. Dieser Satz macht in solchen Situationen etwas, das viele nicht merken. Er lädt die Person ein, ihre eigenen Verletzungen zu leugnen. Und vergeben heißt dann plötzlich, so schlimm war es eigentlich nicht oder ich darf jetzt nicht mehr wütend sein und es ist weder spirituell noch gesund. Ich habe Klienten erlebt, die jahrelang versucht haben zu vergeben und sich dabei immer schlechter gefühlt haben. Nicht, weil sie es falsch gemacht haben, weil sie schlechte Menschen waren und deswegen nicht vergeben konnten, sondern weil ein entscheidender Schritt davor gefehlt hat. Und was wirklich hier hilft, ist zu validieren. Die Erfahrung, den Schmerz, die Reaktion, du darfst verletzt sein, du darfst wütend sein. Das ist keine Schwäche, das ist eine gesunde Antwort auf eine ungesunde Erfahrung. Und Vergebung kommt dann irgendwann von selbst, manchmal nach Monaten, manchmal nach Jahren und manchmal kommt sie gar nicht. Und auch das ist okay. Ratschlag Nummer 3: Meditiere täglich, dann wird alles besser.
Der dritte Ratschlag, der ist mir besonders wichtig, weil ich ihn selbst geglaubt habe. Meditiere täglich. Ich steckte in einer Lebenskrise, mir ging es gesundheitlich richtig schlecht. Ich steckte auch zusätzlich dazu in einem Burnout. Und dann kommen alle mit den gut gemeinten Ratschlägen und sagen, ja, meditiere, dann wird sich alles verändern. Denke positiv, es wird sich alles verändern. Auch den Ratschlag zu vergeben habe ich damals bekommen. Ja, also setze ich mich hin, ich fange an zu meditieren. Und was passiert? Nichts. Ich kann meine Gedanken nicht beruhigen, ich kann sie gar nicht wegschieben, ich komme gar nicht zur Ruhe, ich finde nicht zu dieser Meditation und das macht das Ganze nur noch schlimmer, weil ich mir dann die Schuld gebe und sage, ja, jetzt kann ich nicht mal meditieren, was bin ich nur für ein Mensch? Ja, und versteht mich nicht falsch, ich meditiere und ich finde Meditationen wertvoll, aber nicht als einziges Werkzeug. Wenn jemand in einer Lebenskrise steckt oder wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand Traumata hinter sich hat. Und nicht für jeden Menschen in jeder Phase ist es gleich. Ja, und hier ist, was die meisten nicht wissen, Meditation setzt voraus, dass dein Nervensystem überhaupt in der Lage ist, zur Ruhe zu kommen. Wenn du aber zum Beispiel chronisch gestresst bist oder tiefe Traumata in dir trägst oder auch wenn du bestimmte psychische Erkrankungen hast, ja, dann kann Stille sich sogar bedrohlich anfühlen für dich. Ja, nehmen wir mal das Beispiel mit Trauma. Gedanken, die du sonst immer durch Aktivität unter Kontrolle hältst, kommen plötzlich mit voller Wucht hoch. Ich habe das selbst erlebt. Mitten in meinem Burnout habe ich mit täglicher Meditation angefangen und die ersten Wochen, da ging es mir schlechter als besser. Nicht, weil Meditation schlecht ist, auf gar keinen Fall, sondern weil mein Nervensystem damals noch nicht bereit war. Und was wirklich in solchen Situationen hilft, ist erstmal zum Beispiel andere Formen der Meditation zu finden. Viele Menschen denken, dass Meditation bedeutet, ich setze mich hin und ich mache ja, in einer typischen Position. Aber nein, den Geist beruhigen kannst du auch durch andere Aktivitäten. Geh raus, mach einen Spaziergang in der Natur. Mach etwas Schönes, mach etwas, was dich runterbringt, egal was es ist, tanze, beobachte Vögel, sammel Steine, schmeiß Steine in den See. All diese Aktivitäten sind eine Form der Meditation und sich helfen. Oder beweg deinen Körper. Ja, so kannst du auch deinen Geist beruhigen. Übrigens in der Traumaforschung nennt man das Bottom-up-Verarbeitung. Du gehst über den Körper und dann erst in den Geist und nicht umgekehrt. Und wenn dein Nervensystem sich sicher fühlt, entfaltet Meditation auch ihre volle Kraft, aber nicht vorher, in bestimmten Fällen. Ich möchte dir zum Schluss auch noch etwas sagen. Alle drei Ratschläge, die wir heute angeschaut haben, sie klingen gut. Sie sind auch gut gemeint. Aber sie haben ein gemeinsames Problem. Sie behandeln Spiritualität ganz oft als Abkürzung. Als würdest du dich einfach richtig hinsetzen, richtig denken oder richtig vergeben müssen. Und dann passiert Transformation. Das stimmt aber nicht. Echte Transformation ist kein Bypass. Echte Transformation ist der Weg durch das, was du am liebsten umgehen würdest. Spiritualität ohne Selbsterkenntnis ist ein Klischee und Spiritualität mit Selbsterkenntnis ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die ich kenne. Und genau darum geht es hier auf diesem Kanal. Wenn dieses Video etwas in dir ausgelöst hat, schreib es mir gerne in die Kommentare. Welcher Ratschlag hat dir persönlich am wenigsten geholfen oder welcher hat dir wirklich geholfen? Das interessiert mich genauso. Und wenn du öfter über solche Themen sprechen möchtest, über Spiritualität, die wirklich funktioniert, ohne Klischees und ohne Bypass, dann freue ich mich über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.